Südosten Europas wächst in unberührter Natur und mildem Klima eine einzigartige Vielfalt von Wildpflanzen. Fernab von Großindustrie und verschmutzten Böden haben sich die Länder des Balkans zum größten Kräuterexporteur Europas entwickelt. Kann eine nachhaltige Nutzung von Kräutern den Menschen in der Region eine Zukunftsperspektive bieten? In der Adria vor der Küste Kroatiens liegt die Insel Cres. Auf einer Länge von 65 Kilometern treffen hier gemäßigtes und subtropisches Klima aufeinander und lassen über 300 verschiedene Kräuter gedeihen. Guarino Kucik weiß, wo die begehrten Wildkräuter üppig wachsen. Wir sind hier auf der Insel geboren und von Kindheit an gewohnt, hart zu arbeiten. Nur so kann man hier überleben. Wir haben gelernt zu schätzen und zu lieben, was uns die Insel bietet. Der Landwirt hat es auf Salbei abgesehen. Die krautigen Halbsträucher ragen zwischen den Kalksteinen hervor. Als ich angefangen habe, Salbei zu ernten, wurde ich von den anderen belächelt. Schau dir diesen verrückten Alten an, was der schon wieder macht, war die Reaktion von meiner Familie und Freunden. Der Salbei ist auf der Insel rauen Wetterbedingungen ausgesetzt. Im salzigen Seewind wächst er nur langsam und wird nicht sonderlich groß. Umso intensiver ist die Konzentration an ätherischen Ölen in seinen robusten Blättern. Im Wort Salbei steckt das lateinische Salvare, das heilen bedeutet. Guarino ist seit Kindesbeinen mit der wohltuenden Wirkung des Salbeiöls vertraut. Der Salbei hat viele Vorteile, vor allem heilt er. Ich reiß mir immer einen Salbeizweig ab und stecke mir zwischen die Zähne. Das bewahrt mich vor Krankheiten im Mundbereich und hilft mir, wenn ich mal eine Zahnfleischentzündung habe. Erntemaschinen kann er in diesem Gelände nicht einsetzen. Bis zu 150 Kilo Salbei trägt Guarino von Hand zusammen. Jeden Tag. Früher jobbte er auf einer Bohrinsel in der Nordsee, bis er von den Erfolgsgeschichten erfuhr, die sich um den Salbei seiner Heimat ranken. Bis vor dem Zweiten Weltkrieg war die Insel Cres für ihr Salbeiöl in der ganzen Welt bekannt. Vor 100 Jahren begann Andrija Lenadic, ein Fassbauer, Salbei zu destillieren. Den edlen Extrakt exportierte er per Schiff bis nach Amerika. Eine letzte Flasche seiner Produktion fand Guarino im Keller seines Elternhauses und beschloss, an die Tradition anzuknüpfen. In den vergangenen Jahren hat sich das Bewusstsein der Menschen verändert. Sie kehren zurück zur Natur. Damit gewinnt auch das Öl wieder an Bedeutung. Die Menschen begreifen, wie nützlich es ist und wie gut man davon leben kann. Guarino kaufte Maschinen, investierte sein ganzes Erspartes. Die Salbeiblätter häckselt er besonders fein. Dadurch kann der Wasserdampf mehr Öl aus der Pflanze treiben. Alles begann mit einem Brennkessel für Hochprozentiges. Guarino entdeckte ihn in der Scheune seines Großvaters. Ich habe geforscht, mich gequält, um die beste Qualität zu bekommen. Nie kann man Vollkommenheit erreichen, aber über die Jahre habe ich die Methode perfektioniert. Und ich glaube, dass ich so langsam den Gipfel erreicht habe.
Um 1 Liter reines Öl zu gewinnen, muss Guarino mehr als 100 Kilo Salbei destillieren. Für mich ist die Qualität entscheidend, nicht die Quantität. Ich versuche, die gepflückten Mengen so klein zu halten, dass genug Salbei auf der Insel erhalten bleibt. Schließlich sollen auch kommende Generationen vom Salbei leben können. Guarinos Salbeiöl ist mittlerweile weltberühmt. Die Insel Sres hat sich im Kräuterhandel wieder einen Namen gemacht. 6 Euro pro Stück kosten die Fläschchen, die Guarino bis nach Amerika verkauft. Wie damals Andrija Linadic. Auch vor Ort ist der Extrakt begehrt. Auf Sres ist Ines Stokic Guarinos beste Kundin. Sie ist Wellness-Therapeutin. Alle 2 Wochen braucht sie neues Öl für ihre Kunden. Lange Zeit lag die Insel im Dornröschenschlaf. Die Tourismusbranche und das hochwertige Salbeiöl verhalfen ihr zur Attraktivität. Die Hotels werben gezielt mit Wellness am Meer. Überall ist das Alltagsleben von Arbeit und Stress geprägt. Bei uns suchen die Menschen Erholung. Hier können sie entspannen. Auf unserer Insel geht es ruhiger zu. Ines Behandlung beginnt mit einer Aromatherapie. Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass wir Produkte von der Insel nutzen. Unser Salbei kommt dabei am häufigsten zum Einsatz. Eine winzige Menge genügt, um eine entspannende Wirkung zu entfalten. Eine Mischung aus Tonerde und gemahlenen Olivenkernen reinigt die Haut. Ein natürliches Peeling. Das ätherische Öl des Salbeis wird vom Körper aufgenommen. Es steigert die Durchblutung und belebt Körper und Geist. Das Interesse an Wellness steigt von Jahr zu Jahr. Ich glaube, wir stehen damit erst am Anfang. Im Mai beginnt die Kräutersaison auf Sres. Für viele Einwohner ist es die Hauptsaison. Das gilt auch für Mladen Dragoslavic. Wenn der Salbei zu blühen beginnt, hat er 1 Monat Zeit, um sein Einkommen für das gesamte Jahr zu erarbeiten. Mladen ist professioneller Bienenzüchter, der einzige der Insel. Er besitzt mehr als 300 Bienenstöcke, die er immer dorthin bringt, wo gerade der Salbei blüht. Er möchte den besten Honig des Balkans erzeugen. Durch genaue Beobachtung weiß er, wann die Biene welche Blüte bevorzugt. Hier sieht man, dass die Biene gelben Pollen trägt. Aber der ist nicht vom Salbei. Salbeipollen ist viel feiner und hat eine weiße Farbe. Von dem gibt es nur ganz wenig. Die Salbeiblüte beginnt klimabedingt unten am Meer und steigt Tag für Tag bis in die Berge. Ich würde mich einen Honigjäger nennen.
Auf dieser Insel kommt es darauf an, schnelle Entscheidungen zu treffen. Das gilt vor allem für die Bienenzucht. Liegt man einmal falsch, kann man den Laden dicht machen. Für Mladen ist es ein Glücksspiel mit einem wenig verlässlichen Partner. Wie und wann der Salbei reif zur Ernte ist, weiß man nie genau. Ein Wind, ein starker Regen kann plötzlich die Arbeit eines Jahres ruinieren. Und dann muss ich wieder 365 Tage warten. Die Salbeipflanzen blühen nur wenige Tage. In dieser Zeit müssen die Blüten bestäubt werden. Es ist ein Geben und Nehmen. Denn ohne die Bienen hätte der Salbei keine Chance zu überleben. Die Bienen wiederum brauchen Nektar und Pollen für ihr Bienenvolk. Eine Symbiose von Pflanze und Tier. Unter großem Zeitdruck. Die Bienen saugen mit ihrem Rüssel den Nektar auf und speichern ihn im Körper. Mladens Bienen sind besonders lang und schmal. Sie können sich gut in die winzigen Blüten zwängen. Freiwillig würden sie sich den Salbei wohl nicht aussuchen. Dessen Blüte ist wie ein Siphon aufgebaut. Die Bienen gelangen nur schwer hinein und wieder heraus. Diese Anstrengung verkürzt ihre Lebenserwartung. Spätestens nach 3 Wochen muss Mladen sie von der Insel bringen. Sonst würden sie an Erschöpfung sterben. Schwer beladen und nur mit viel Mühe erreichen die Bienen ihren Stock. Zur besten Blütezeit produzieren sie 5 Kilo Honig pro Tag. Mit mehr als 80% Salbeianteil ist der Honig von Mladens Bienen besonders rein. Der Salbeihonig ist leicht zu erkennen. Er ist hell, ein bisschen grün und flüssig. Wer auf die Insel Zres kommt und unseren Salbeihonig nicht probiert, hat wirklich etwas verpasst. Das Geschäft läuft gut. Mladens Produktion ist bereits verkauft, bevor die Ernte beginnt. Kopfzerbrechen bereitet ihm allerdings die Zukunft der Honigernte auf der Insel. Ich hoffe, dass sich Leute finden, die Interesse an der Bienenzucht haben. Der einzige Weg, den Salbeihonig zu erhalten, ist, die nachfolgenden Generationen anzulernen. Ob Mladens Tochter den Familienbetrieb weiterführen wird, ist ungewiss. Mehr als 300 verschiedene Heilkräuter wachsen auf dem Balkan. Da das Wissen um ihre Verwendung jahrhundertelang nur mündlich überliefert wurde, ging viel verloren. Einiges ist noch in Mazedoniens Hauptstadt Skopje zu finden. In der letzten Kräuterapotheke des Landes. Slagjana Stojanova ist eine Größe unter den Kräuterexperten auf dem Balkan. Für die Pflanzen hat sie ihren Job als Journalistin aufgegeben. Es ist dieser Augenblick, wenn man den wohltuenden Effekt eines Krautes an sich selbst spürt. Eine neue Welt öffnet sich, der man zu vertrauen beginnt. Man geht eine Freundschaft ein. Slagjana bietet ausschließlich eigene Produkte an. Teemischungen, Tinkturen und Cremes. Sie sind in Mazedonien offiziell als Medikamente zugelassen.
Das ist es, was uns zum Beispiel von den Händlern unterscheidet, die Kräuter nur verkaufen. Wir sind Kräuterärzte. Wir lieben, respektieren, pflegen, kultivieren und verkaufen sie. 25 Kräuter baut Slagjana auf eigenen Feldern an. Sogar eine Fabrik für Kräuterarzneien plant die Mazedonierin. Sie träumt von einem Netz aus Kräuterapotheken für alle. Aber am liebsten behandelt sie die Wehwehchen ihrer Kunden selber. Und etwas gegen Übelkeit. Wegerich, hier Liebstöckel und Minze unbedingt. Und etwas für die Schönheit, hat sie. Für die Lunge und gegen Husten und gegen die Allergie. So, fertig. Man hört immer häufiger von Kräutern, man liest immer mehr über sie. Ich hoffe, dass in den nächsten 10 Jahren die Kräuterheilkunde so populär wird, wie es die klassische Medizin heute ist. Ihr Wissen über Kräuter verdankt Slagjana alten Frauen aus den umliegenden Dörfern. Sie führte unzählige Befragungen durch, notierte sich Rezepte, die beinahe vergessen waren, und testet deren Wirkung systematisch aus. Ich sehe es als meinen persönlichen Beitrag. Für mich ist es eine Mission, so viel Wissen wie möglich über Kräuter zu hinterlassen. Slagjana testet alle Kräuterprodukte zuerst an sich selbst. Jeden einzelnen Arbeitsschritt dokumentiert und fotografiert ihr Mann für Rezeptbücher. Slagjana ist überzeugt, dass Naturprodukte der Bevölkerung nutzen können, gerade in wirtschaftlich schwachen Regionen. Mazedonien braucht eine nationale Kräuterstrategie, eine Kampagne, die den Menschen erklärt, wie man etwas aus der Natur nimmt und für sich nutzt. Damit sie lernen, dass Kräuter Gutes bewirken, für die Gesundheit und für die Schönheit. Der Staat könnte dadurch viel Geld sparen. Ihre Botschaft bringt sie bis ins mazedonische Fernsehen. Die Einstellungen der Menschen ändern sich. Wenn sie immer mehr über Kräuter erfahren, werden sie empfänglicher für deren Verwendung. Seitdem sie regelmäßig in einem Morgenmagazin auftritt, sind ihre Bücher Bestseller. Die Nachfrage nach Kräutern steigt merklich. Wie in Skopje wächst in vielen Städten die Stockmalve. Die Pflanze bevorzugt warme und windstille Orte und erreicht eine Höhe von bis zu 3 Metern. Pflanzen, die sich zwischen Beton und Asphalt einen Platz erkämpft haben, locken die Künstlerin Iva Josifova. Mich haben diese Blüten sofort fasziniert. Die Stockmalve ist der Rohstoff für Ivas Kunst. Eine nie versiegende Quelle, aus der sie immer wieder schöpfen kann. Die Natur kennt keine Grenzen. Deshalb verwende ich für meine Arbeiten nur natürliche Produkte. Die Stockmalve enthält medizinisch wirksame Schleimstoffe, die vielen Hustentiermischungen beigefügt sind. Iva dagegen macht daraus Kunstobjekte. Iva Josifova hat Kunst studiert. Beim Zeichnen kam sie auf die Idee, dass auch Papier selbst eine künstlerische Ausdrucksform sein könnte. Die meisten Papiere haben Holzschliff als Ausgangsstoff.
Iva dagegen stellt ihr Papier aus den Fasern der Stockmalve her. Es hat zwar lange gedauert, bis ich dieses Verfahren perfekt beherrschte, aber das Handwerk hat mich vom ersten Moment an begeistert. Einen Tag lang muss Iva die Stängel kochen, um die feinen Fasern aufzutrennen, damit ein Zellulosebrei entsteht. Der wird dann mit Baumwollzellulose vermischt. Iva macht sich dabei die Eigenschaften der Stockmalve zunutze. Die Zellulose der Baumwolle besteht aus kurzen Fasern, die der Stockmalve aus langen. Dadurch erhält das Papier Stabilität. Das Schöpfen gehört zu den ältesten Formen der Papierherstellung. Dank der langen Fasern der Stockmalve lässt sich das Papier auf Objekte legen und modellieren. Am liebsten nimmt Iva Steine dafür. Die Blüte ist das Schönste, was es in der Natur gibt, hat aber die kürzeste Lebensdauer. Deshalb will ich sie im Papier festhalten, für die Ewigkeit. Ivas Kunstwerke haben eine Botschaft. Denn Mazedoniens Pflanzenwelt ist in Gefahr. Für die Künstlerin steht die resistente Stockrose für Pflanzen, die langsam ihren Lebensraum verlieren. Der Drang nach industriellem Wachstum und der Bauboom in Mazedonien drohen, die sensiblen Wildpflanzen zu verdrängen. Das weltweite Streben nach Nachhaltigkeit setzt sich auf dem Balkan nur langsam durch, auch weil es von der Regierung kaum gefördert wird. Iva entführt die Kräuter aus der Stadt und bringt sie am Ende wieder zu den Menschen zurück. Als Kunstobjekt. Filigrane Skulpturen, so zerbrechlich wie die Natur. Über die Kunst möchte ich die Menschen anregen, die Natur besser zu schützen. Bulgarien. 300.000 Menschen arbeiten hier mit Kräutern. In den Weiten des Rhodopengebirges liegt ein Ort, dem wundersame Dinge nachgesagt werden. Trikrat ist ein Dorf mit knapp 1000 Einwohnern. Man sagt, die Bewohner seien besonders fit und gesund. In Bulgarien ist es als das Dorf der 100-Jährigen bekannt. Das Wundermittel der Trigrader soll ein Kräutertee sein. Wenn wir morgens Tee trinken, sind wir danach frisch und munter für die Feldarbeit. Er gibt uns Kraft. Mein Sexualleben hat sich verdreifacht. Man nennt den Tee Viagra von Trigrad. Ja, es stimmt. Als ich 1940 geboren wurde, hat mich meine Mutter mit diesem Tee gewaschen. Deshalb war ich auch mit fast 80 Jahren noch nie krank. Der Bergtee ist der Verkaufsschlager von Trikrat. Über 1 Million Pflanzen haben die Bewohner an den Berghängen oberhalb der Stadt angebaut. Ende Juni beginnt die Ernte. Dann hören alle auf Svetla Bogdanova. In den nächsten 20 bis 25 Tagen werden wir den Bergtee ernten. Deshalb wünsche ich euch gutes Gelingen. Und denkt immer daran, behandelt die Pflanzen mit Liebe und Respekt.
Bergtee zu ernten, das ist nicht einfach nur eine Arbeit. Für die Frauen ist es ein Ritual. Wir halten zusammen wie Pech und Schwefel. Keine von uns erzählt die Probleme der anderen weiter. Was hier mitgeteilt wird, bleibt auch hier. Die Teeernte ist ein willkommener Nebenverdienst zur schmalen Rente. Svetla und die anderen Dorfbewohner freuen sich über die steigende Nachfrage. Der Bergtee muss in der Blütephase geschnitten werden, wenn seine Wirkstoffe am stärksten sind. Du zählst die Blüten. 1, 2, 3, 4, 5. Man pflückt bei 5 Blüten. Ganz unten schneiden. Genau so. Was als Nebenverdienst anfing, ist inzwischen zu einem echten Wirtschaftsfaktor geworden. Ich freue mich, dass sich die Jungen mit dem Bergtee in unserer Region beschäftigen. Das bringt Hoffnung und eine Zukunftsperspektive. Bei der hohen Arbeitslosigkeit, die wir haben, ist das sehr wichtig. Der Arbeitstag beginnt um 9 Uhr morgens, wenn der Tau von den Blättern verdunstet ist, und geht bis spät am Abend. Dann haben die Frauen rund 30.000 Ähren geerntet. Vor wenigen Jahren noch war der Bergtee so gut wie ausgestorben. Dass es die Plantagen gibt, ist vor allem Michaela Jordanova zu verdanken. Alles begann, als die Biologin nach Trigrat kam, um die wilden Kräuter in den Rhodopen zu erforschen. Die Rhodopen sind ein Gebirge mit einer großen Artenvielfalt. Hier wachsen Pflanzen, die es nirgendwo anders gibt. Für mich als Biologin ist das eine wahre Freude. Der Bergtee gehört zur Familie der Lippenblütler und bevorzugt eine trockene Umgebung mit viel Sonne. Nur im Karstgebirge, oberhalb von 1300 Metern, ist er wild zu finden. Der Bergtee ist ein Beispiel für einen Organismus, der sensibel ist und Platz in der Natur braucht. Hier ist er geschützt und wird nicht von hohen Gräsern bedrängt. An diesen Hängen findet er Umweltbedingungen, die für die meisten anderen Pflanzen nicht geeignet sind. Der Bergtee hat sich perfekt an seine Umgebung angepasst. Sein haariges Kleid reflektiert das Licht im Sommer. Im Winter wärmt es und schützt vor dem Erfrieren. Michaela hat etliche Testreihen durchgeführt. Die Inhaltsstoffe des Bergtees wirken antibakteriell und sollen bei Magenkrankheiten und Nierensteinen helfen. Allein die wundersamen Geschichten, die sich um die potenzfördernde Wirkung des Tees ranken, konnte die Forscherin nicht nachweisen. Solche Pflanzen werden als Wundermittel verehrt. Pflanzen, die angeblich alle Krankheiten heilen. Dadurch entstanden viele Legenden über die Wirkung des Bergtees, die nicht alle stimmen. Trotzdem begann ein Wettlauf, wer den meisten Tee pflückt. Teilweise wird er sogar unreif geerntet und einfach mit der ganzen Wurzel aus dem Boden gerissen. Michaelas Hoffnung lag in den stärksten und vitalsten Pflanzen, die sie in den Bergen sammelte. In ihrem Gartenlabor untersuchte sie deren Eigenschaften und kreuzte die Arten, bis die Pflanzen so widerstandsfähig waren, dass sie vermehrt werden konnten.
Mein Ziel ist es, mit dem Schutz des Bergtees den Menschen zu zeigen, dass sich Artenschutz und die Nutzung der Pflanze als Ressource nicht gegenseitig ausschließen. Michaela, schau mal, ob die Pflanze schon raus kann. Die Dorfbewohner unterstützten sie bei diesem Projekt. Die neue Zucht ermöglicht es ihnen, das wertvolle Kraut auch im heimischen Garten oder auf dem Feld anzubauen. Michaelas Traum hat sich erfüllt. 4 Tonnen des Tees verschicken die Trigrader jedes Jahr in die Welt. Die Nachfrage steigt. Käufer sind Pharmafirmen aus Deutschland, aber auch Privatkunden auf allen Kontinenten. Selbst die Japaner bestellen den bulgarischen Bergtee. Allen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Trotz, bei vielen Einwohnern von Trigrad hält sich der Glaube an das Kräuter-Viagra hartnäckig. Vielleicht eine gelungene Marketingstrategie. Der Balkan gilt als Armenhaus Europas. Die hohe Arbeitslosigkeit führt zur Abwanderung aus den ländlichen Gebieten. Doch es gibt Menschen, die das verhindern wollen. Nikola Nikolov ist Lehrer im Dorf Čiprovci im bulgarischen Balkangebirge. Mit seinen Schülern hat er einen Schulgarten für Kräuter angelegt. Mit der Arbeit in unserem Schulgarten möchte ich den Kindern zuallererst das Wissen über die Pflanzen beibringen, die hier wachsen. Irgendwann sollen sie sich dann selbstständig um sie kümmern. Ein Kraut liegt Nikola besonders am Herzen: der Färberkrab. Seine Wurzeln machen ihn so wertvoll. Der botanische Name des Krabs ist Rubia tinctorum. Alle Pflanzen, die zum Färben geeignet sind, werden tinctorum genannt. Das bedeutet färbend. Rubia, rotfärbend. Um an den Farbstoff des Krabs zu gelangen, brauchen die Schüler Geduld und scharfe Messer. Mit dem Inneren der Wurzel wurden früher in ganz Europa Wolle und Seide gefärbt. Römische Uniformen und türkische Kopfbedeckungen trugen das satte Rot des Färberkrabs. Am Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten synthetischen Farbstoffe entwickelt wurden, kam der Anbau von Färberkrab zum Erliegen. Auch in Čiprovci starb die Pflanze aus, obwohl sie jahrhundertelang überall in der Region zur Färbung von Wolle genutzt worden war. Das vergessene Kraut will Nikola wieder in Erinnerung rufen. Die Schüler haben mittlerweile ein Wissen über Pflanzen, von denen ihre Eltern noch nie etwas gehört haben. Ich hoffe, dass etwas von dem, was ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe, hängen bleibt. Čiprovci war einst eine florierende Weberstadt. Die Bewohner des Orts produzierten vor allem Teppiche. Die Kräuterfarben machten jedes Stück zum Unikat und waren begehrt. Nikolas Arbeit mit den Schülern bringt neuen Schwung ins Dorf. Seine Farben lassen altes Handwerk neu aufleben. Cvetana war in ihrer Jugend professionelle Teppichweberin. Kürzlich hat sie ihre Arbeit wieder aufgenommen. In jedem Haus standen früher Webstühle, bis der Markt nach der politischen Wende einbrach. Die Arbeit lohnte sich nicht mehr. An einem Meter Teppich webt Cvetana einen Monat. Keine der Jungen wollte diese harte Arbeit weiterführen. Doch mit den Naturfarben könnte das Interesse wieder steigen.
Naturfarbstoffe sind sanft. Sie wirken auf den Betrachter beruhigend. Die chemischen Farbstoffe produzieren sehr intensive, einheitliche Farben, während bei den Naturfarbstoffen die Farben blasser sind und meist unterschiedliche Tönungen entstehen. Und das ist das Schöne daran. Das Bewusstsein für nachhaltige, auf natürliche Weise gewonnene Produkte aus Bulgarien kommt auch in Westeuropa gut an. Nikola kommt mit der Produktion kaum hinterher. Mit seinen Schülern will er schon bald weitere Färbergrabfelder anlegen. Mein Traum ist, dass Chiprovci wieder so wird, wie es früher mal war. Voller junger Menschen. Dass die Balkanländer keine Industrienationen sind, birgt auch Vorteile. Denn die Landschaft ist frei von belastenden Schadstoffen. Das mediterrane Klima sorgt für fruchtbare Böden. So wird das Geschäft mit Heilkräutern zunehmend lukrativ. Aus dem kleinen Ort Novo Selo in Mazedonien kommt ein Pflanzenextrakt, das krebskranken Menschen Hoffnung macht. Doch der Grat zwischen Zaubertrank und faulem Zauber ist schmal. Wie so oft. Für die einen ein Wundersaft, für die anderen Geldschneiderei, hält Varomin das halbe Dorf in Lohn und Brot. Begonnen hat alles mit diesem Mann. Dr. Ivan Georgiev. Der studierte Agraringenieur behauptet, schon Fidel Castro und dem ehemaligen kroatischen Präsidenten Tudjman im Kampf gegen ihr Krebsleiden geholfen zu haben. Für viele im Dorf ist er wichtiger als der Bürgermeister. Hier im Ograschtengebirge kenne ich jeden noch so kleinen Winkel. Ich kenne die Böden ganz genau und weiß, wo welche Temperaturen herrschen. Vom Boden hängt die Qualität der Kräuter ab. Über Jahre hinweg kartografierte Georgiev die Wildkräuter im Gebirge. Auf 1400 Metern Höhe fand er die Pflanzen, die ihm einen wahren Geldsegen bescherten. In unserer Gesellschaft werden die heilenden Eigenschaften der Pflanzen unterschätzt. Darum müssen wir beweisen, dass diese Kräuter besondere Kräfte besitzen und dass der Weg zur Gesundheit über die Kräuter führt. In diesen Höhenlagen wächst auf großen Feldern Johanniskraut. Die Pflanze ist ein wichtiger Bestandteil seines angeblichen Wundermittels. Bevor aus den Kräutern Varomin hergestellt werden kann, müssen sie mehrere Wochen lang trocknen. Angeblich haben 35.000 Kunden bisher Dr. Georgievs Saft bestellt. Das Varomin besteht aus mehr als 30 Kräutern. Ein Teil der Kräuter verbessert die körpereigene Abwehr. Der andere Teil der Kräuter ist dafür da, dass sich der Patient nach der ersten Einnahme von Varomin auch von außen erkennbar erholt und sichtbar zu Kräften kommt. Ivan Georgiev behauptet, vor Jahren selbst an Krebs erkrankt gewesen zu sein und sich mit Kräutern geheilt zu haben. Anschließend habe er begonnen zu experimentieren und Varomin zu entwickeln. Man muss der in der Natur vorhandenen Logik folgen.
Dann weiß man, welcher Wirkstoff wie einzusetzen ist. Die Inhaltsstoffe jedes Blattes, jeder Blüte nützen einem bestimmten Organ im Körper. Das ist ein Geschenk der Natur. €1.700 kostet der Saft für eine 3-Monatskur. Einen Beweis für die Wirksamkeit gibt es bisher nicht. »24. Juni. Es ist der Tag, an dem die Bulgaren die Kräuter feiern. Ralica Ketschajowa und ihre Freundinnen sind deshalb schon um 3 Uhr nachts aufgestanden. Freude ist die natürlichste Emotion. In der Natur spürt man sie am intensivsten. Und später die Wärme der Sonnenstrahlen zu fühlen, ist etwas ganz Wunderbares. Der Johannistag ist für die Bulgaren fast wichtiger als Weihnachten. Die Leute sagen, die Sonne habe ihren längsten Weg bis zum Sommer bereits hinter sich. Am Vorabend haben die Mädchen sich Kränze aus Kräuterblüten gebunden. Jetzt warten sie auf die ersten Sonnenstrahlen. Heute ist die Kraft der Kräuter am stärksten. Und sie geht auf den Menschen über. Wir können von ihr schöpfen wie von einer Energiequelle. Der Reichtum an Wild- und Heilkräutern birgt für die Balkanländer großes Potenzial. Landwirte, Biologen und Kenner von Wildpflanzen beginnen es zu nutzen. In Zukunft wird der Reichtum an Kräutern auf dem Balkan vom nachhaltigen Umgang mit ihnen abhängen. Ich wünsche mir, dass sich die Menschen auf sich selbst und auf die Kraft der Kräuter besinnen. Denn das ist unsere Tradition und soll so bleiben.